Eine Differentialtherapie muss antianginöse, antiarrhythmische, die linksventrikuläre Leistung und die Fließeigenschaften des Blutes verbessernde Aspekte beinhalten. Ihre Effektivität kann nur an einer verbesserten Leistung gemessen werden. Die vor- und nachlastsenkende Wirkung der Nitrate machen diese Präparategruppe zu einer geschätzten Basistherapie in der Akut- und Langzeitbehandlung. Beta-Blocker wirken anti-ischämisch, antiarrhythmisch, antihypertensiv und antiaggregatorisch. Ihr effektiver Einsatz in der Prophylaxe von Reinfarkt und plötzlichem Herztod kann als erwiesen gelten. Die hohe Rate von Kontraindikationen und Nebenwirkungen lässt nach Infarkt jedoch nur in 50% aller Fälle die Anwendung von Beta-Blockern zu. Trotz hoher Nebenwirkungsrate unmittelbar nach Therapiebeginn überwiegt jedoch die günstige therapeutische und prognostische Wirkung insgesamt. Je nach Effekt und unter strenger Patientenüberwachung ist eine individuelle Dosierung zu bevorzugen. Den größten Erfolg zeigen Patienten nach Vorderwandinfarkt, aber auch Risikopatienten, die rauchen. Calcium-Antagonisten wirken antiaggregatorisch, antiatherogen und antihypertensiv. Calcium-Antagonisten vom Verapamil-Typ zusätzlich antiarrhythmisch. Unwesentliche Nebenwirkungen und kaum vorhandene Kontraindikationen erlauben eine breite Anwendung. Dabei kann die Dosierung durchaus höher sein als bisher üblich. Eine Wirksamkeit ist gegeben, wenn die Schmerzattacken reduziert und die Belastbarkeit erhöht werden. Die wirkungsvolle Kombination von Calcium-Antagonisten, Beta-Blockern und Nitraten gestattet, die Nebenwirkungen des einen durch die Wirkungsweise der anderen Präparate aufzuheben. Unerwünschte Nebenwirkungen fallen in der Kombination weniger ins Gewicht. Thrombozytenaggregationshemmer werden derzeit uneinheitlich von 30 Milligramm bis 1,5 Gramm pro Die verabfolgt. Ihre Anwendung hat hinsichtlich Reinfarkt und plötzlichem Herztod prophylaktischen Effekt nach Infarkt, Bypass-Operation und instabiler Angina pectoris. Die Nebenwirkungen können insbesondere bei niedriger Dosierung vernachlässigt werden. Prostacyclin wirkt antiaggregatorisch. Kaum eine Therapie ist so umstritten wie die mit Antikoagulantien. Sicherlich haben High-Risk-Patienten den größten Nutzen. Gute Laborüberwachung und ein kooperativer Patient können die Rate der Mayo-Komplikationen klein halten. Eine zeitliche Begrenzung ist anzuraten, wobei unmittelbar nach Absetzen eine erhöhte Gefährdung vorliegt. Erkenntnisse der Pharmakokinetik weisen darauf hin, dass Glykoside zu oft und nicht überlegt genug gegeben werden.
Ihre Indikation ist vorwiegend die Herzinsuffizienz. Vasodilatantien oder nicht-glykosidische Kardiotonika konnten Sie bisher nicht ersetzen. 80% aller plötzlichen Herztodesfälle weisen Zeichen von Hypertonie auf. 15 bis 20% der erwachsenen Bevölkerung leidet unter Bluthochdruck. Bei fast der Hälfte könnte eine Salzsensitivität vorliegen. Beste Prophylaxe und Therapie gegen Hypertonie ist körperliche Konditionierung. Doch sind Kraftsportarten und Sportarten mit plötzlichen Belastungsspitzen für Hypertoniker kontraindiziert. Medikamentös bedarf es einer antihypertensiven Therapie, die zugleich eine Regression der eventuell vorhandenen Herzhypertrophie bewirkt. Mangelhafte Patientencompliance infolge hoher Nebenwirkungsraten beeinträchtigt eine wirksame Langzeitbehandlung.